Willkommen zu meinem Video über die mächtigen Könige des alten Mesopotamiens, die von den geheimnisvollen Anunnaki eingesetzt wurden. Wir werden uns hauptsächlich auf die beeindruckenden Herrscher Sargon von Akkad, Gilgamesch und Hammurabi konzentrieren und auch den Mythos von Enmerkar erkunden. Während die Anunnaki kurz erwähnt werden, geht es hier vor allem um die Könige, die sie an die Macht brachten und was diese Herrscher erreicht haben. Wer erst mehr über die Anunnaki erfahren möchte, kann gerne meine Playlist zu diesem spannenden Thema erkunden. Nun, lasst uns eintauchen in die faszinierende Welt der sumerischen Könige. Die Anunnaki spielten eine zentrale Rolle bei der Etablierung der ersten Könige und Herrscher in Mesopotamien. Sie galten als die göttlichen Förderer und Beschützer der Könige, die ihre Herrschaft und Autorität von den Göttern erhielten. Diese enge Verbindung zwischen den Göttern und den Königen unterstrich die Bedeutung der Religion und der göttlichen Legitimation in der mesopotamischen Gesellschaft. Die Mythen und historischen Texte, die von den Anunnaki und den Königen berichten, bieten wertvolle Einblicke in die kulturellen und religiösen Vorstellungen einer der ältesten bekannten Zivilisationen der Menschheit. Die Vorstellung, dass die Könige von den Göttern auserwählt und unterstützt wurden, stärkte die Autorität der Herrscher. Diese göttliche Legitimation war ein wesentlicher Bestandteil der politischen und sozialen Ordnung im alten Mesopotamien und beeinflusste die Entwicklung der späteren Zivilisationen in der Region. Die Anunnaki sind eine Gruppe von Göttern aus der Mythologie der alten Sumerer. Der Name Sumer selbst leitet sich vom sumerischen Wort Kaingir ab, was wörtlich übersetzt Land der kultivierten Herren bedeutet. Die Sumerer bezeichneten sich selbst als Sak-Giga, was die Schwarzköpfigen bedeutet, ein Begriff, der vermutlich auf die Haarfarbe der Menschen hinweist. In späteren akkadischen und babylonischen Texten wurde das Land als Sumer bezeichnet. Die Bedeutung des Namens spiegelt die hochentwickelte Kultur und die komplexen sozialen Strukturen der Sumerer wider. Sie waren bekannt für ihre Errungenschaften in den Bereichen Schrift, Architektur, Gesetzgebung, Landwirtschaft und Astronomie. Ihre Stadtstaaten wie Uruk, Ur und Eridu waren Zentren von Handel, Kultur und Religion. Sumer war eine der frühesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte und existierte etwa von 4500 v. Chr. bis etwa 1900 v. Chr., also etwa 2600 Jahre lang. Diese Zeitspanne wird durch archäologische und historische Erkenntnisse über die sumerische Kultur und Geschichte bestätigt. Im Verlauf ihrer Geschichte erlebte Sumer politische und kulturelle Veränderungen, einschließlich der Herrschaft verschiedener sumerischer Stadtstaaten und später der Übernahme durch das Akkadische Reich und andere mesopotamische Reiche. Der Zusammenbruch der sumerischen Zivilisation wurde durch verschiedene Faktoren wie Umweltveränderungen, politische Konflikte und die Eroberung durch andere Völker wie die Babylonier und Assyrer beeinflusst. Der Begriff Anunnaki bedeutet Nachkommen von An oder Fürsten des Himmels, wobei An der oberste Himmelsgott war. Die Anunnaki spielten eine zentrale Rolle in den Mythen und religiösen Vorstellungen der Sumerer und späterer mesopotamischer Kulturen wie den Akkadien, Babyloniern und Assyrern. Die Anunnaki galten als die Kinder von An, dem Gott des Himmels, und seiner Gemahlin Ki, der Erdgöttin. In der sumerischen Mythologie war Ki ursprünglich nicht immer als Göttin bekannt, sondern wurde später als solche verehrt. Ki, auch bekannt als Ninhursag oder Ninmah, wurde ursprünglich als Personifikation der Erde angesehen, die Fruchtbarkeit und das Wachstum verkörperte. Die Anunnaki bildeten eine große Götterfamilie, zu der auch bedeutende Gottheiten wie Enlil, der Gott des Windes und der Stürme, und Enki, der Gott des Wassers und der Weisheit gehörten. Diese Götter hatten jeweils spezifische Aufgaben und Zuständigkeiten und interagierten häufig mit der Menschheit in den Mythen. In den alten sumerischen Schöpfungsmythen wird beschrieben, dass die Anunnaki die Menschheit erschufen. Einer der bekanntesten Mythen, der Atrahasis-Mythos, erzählt von den Göttern, die die Erde bewohnen und arbeiten müssen. Die niedrigeren Götter, bekannt als Igigi, beschweren sich über die harte Arbeit und revoltieren.
Um die Rebellion zu beenden und die Arbeit zu erleichtern, beschließen die höheren Götter, den Menschen zu erschaffen. Enki, der Gott der Weisheit und des Wassers, und Ninhursag, die Muttergöttin, arbeiten gemeinsam an der Schöpfung des Menschen. Ninhursag formt den ersten Menschen aus Lehm, gemischt mit dem Blut des getöteten Gottes Kingu, um den Menschen Leben zu geben. Enki spielt eine wesentliche Rolle, indem er den Plan zur Schöpfung entwickelt und seine Weisheit und Fähigkeiten einbringt, um den Prozess zu unterstützen. Aber die Anunnaki waren nicht nur für die Erschaffung der Menschheit verantwortlich, sondern spielten auch, wie bereits erwähnt, eine entscheidende Rolle bei der Etablierung der ersten Könige und Herrscher. In der sumerischen Gesellschaft galt der König als von den Göttern auserwählt und mit göttlicher Autorität ausgestattet. Diese Vorstellung wird in zahlreichen Mythen und historischen Texten dokumentiert. Die sumerischen Könige galten als direkte Vertreter der Götter auf Erden. Es wurde angenommen, dass die Anunnaki die Könige auswählten und ihnen ihre Macht und Autorität verliehen. Diese Übertragung der Herrschaft von den Göttern auf die Menschen wurde als bezeichnet, eine göttliche Kraft oder Essenz, die die Grundlage der Zivilisation bildete. Die umfasste verschiedene Aspekte des Lebens, darunter Königtum, Rechtsprechung, Handwerk und Kunst. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der Mythos von Enmerkar und der Stadt Aratta, in dem der König Enmerkar von Uruk die Göttin Inanna bittet, ihm die göttliche Herrschaft über Aratta zu verleihen. Inanna, eine bedeutende Göttin und eine der Anunnaki, fungiert dabei als Vermittlerin zwischen den Göttern und den Menschen. Enmerkar war ein legendärer König von Uruk, einer der bedeutendsten Stadtstaaten des alten Sumer. Die Stadt Aratta, die in dem Epos erwähnt wird, lag laut den Mythen weit entfernt und war bekannt für ihren Reichtum an wertvollen Materialien wie Gold und Lapislazuli. Der Mythos stellt den Konflikt zwischen diesen beiden Städten dar und hebt die göttliche Legitimation und die kulturelle Überlegenheit von Uruk hervor. Der Mythos beginnt mit Enmerkar, der von den Göttern dazu aufgefordert wird, Aratta zu unterwerfen und seine Herrschaft dort zu etablieren. Enmerkar, der von der Göttin Inanna unterstützt wird, sendet einen Boten nach Aratta, um dem Herrscher von Aratta seine Forderungen zu überbringen. Inanna spielt eine zentrale Rolle, indem sie ihre göttliche Unterstützung Enmerkar zusichert, was seine Forderungen legitimiert. Der Bote Enmerkars reist mehrfach zwischen Uruk und Aratta hin und her, um die Nachrichten zu überbringen. Die Botschaften bestehen aus Forderungen nach Unterwerfung und Tributzahlungen, aber auch aus Prahlereien und Drohungen. Der Herrscher von Aratta antwortet mit eigenen Forderungen und Gegenforderungen, und die Kommunikation zwischen den beiden Herrschern wird zunehmend komplexer und aggressiver. Während dieser diplomatischen Auseinandersetzungen führen beide Seiten magische Rituale durch, um die Götter auf ihre Seite zu ziehen. Enmerkar betet intensiv zu Inanna und anderen Göttern, um deren Unterstützung zu gewinnen. Diese Rituale und die göttliche Intervention spielen eine entscheidende Rolle in den diplomatischen Bemühungen und den psychologischen Kriegsführungen zwischen den beiden Herrschern. Ein entscheidender Moment in der Erzählung ist der Einsatz eines magischen Zauberspruchs durch Enmerkar. Er spricht einen langen und komplexen Zauber, der die Stadt Aratta in Angst und Schrecken versetzen soll. Dieser Zauberspruch zeigt nicht nur die Macht und das Wissen Enmerkars, sondern auch die tief verwurzelte Verbindung zwischen Religion und Politik in der sumerischen Kultur. In der sumerischen Königsliste wird Enmerkar als der zweite König der ersten Dynastie von Uruk erwähnt. Die Liste stellt ihn als den Nachfolger von Meshkayangesha dar, dem Gründer der Dynastie und Vater von Enmerkar. Meshkayangesha von Eanna, der Vater von Enmerkar, regierte 324 Jahre. Enmerkar, der Sohn von Meshkayangesha, regierte 420 Jahre. Enmerkar ist vor allem durch die sumerischen Mythen bekannt, in denen er als ein großer Eroberer und Kulturbringer dargestellt wird. Die Geschichten um Enmerkar, insbesondere der Mythos von Enmerkar und der Stadt Aratta, betonen seine Rolle als ein von den Göttern unterstützter König, der die Zivilisation und Kultur nach Sumer brachte.
Diese Mythen betonen die göttliche Legitimation seiner Herrschaft und seine engen Beziehungen zu den Göttern, insbesondere zur Göttin Inanna. Die Könige wurden als Mittler zwischen den Anunnaki und den Menschen angesehen. Sie führten Rituale und Opferungen durch, um die Götter zu besänftigen und deren Wohlwollen zu erbitten. Dies sollte den Schutz und den Wohlstand des Königreichs sicherstellen. Der König hatte auch die Aufgabe, die göttlichen Gesetze durchzusetzen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Diese enge Verbindung zwischen den Göttern und den Königen unterstrich die sakrale Natur des Königtums in Mesopotamien. Mehrere historische Könige Mesopotamiens beanspruchten direkte Unterstützung und Legitimation durch die Anunnaki. Dazu gehören einige der bekanntesten Herrscher der sumerischen und akkadischen Geschichte. Sargon von Akkad, auch bekannt als Sargon der Große, war der Begründer des Akkadischen Reiches, das als das erste bekannte Imperium der Weltgeschichte gilt. Seine Regierungszeit wird etwa auf 2334 bis 2279 v. Chr. datiert. Sargon stammte aus bescheidenen Verhältnissen und stieg durch militärische und administrative Fähigkeiten zu einer zentralen Machtfigur in Mesopotamien auf. Er beanspruchte göttliche Unterstützung, insbesondere durch die Göttin Ishtar. Diese Unterstützung war zentral für seine Herrschaft und sein politisches Programm. In Mesopotamien war die Legitimation durch die Götter ein wesentliches Element für die Anerkennung und Akzeptanz eines Herrschers. In seinen Inschriften und königlichen Darstellungen betonte Sargon seine göttliche Abstammung und die von den Göttern verliehene Herrschaft. Ein berühmtes Beispiel ist die Inschrift auf seiner Stele, in der er berichtet: Ishtar, die große Göttin, verlieh mir, Sargon, die Kraft und die Herrschaft über das gesamte Land. Durch ihre Gunst habe ich meine Feinde besiegt und ein großes Reich aufgebaut. Durch solche Inschriften verstärkte Sargon den Glauben an seine göttliche Unterstützung und rechtfertigte seine Herrschaft über ein expandierendes Imperium. Die Rolle der Göttin Ishtar. Ishtar, die Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit, war eine der wichtigsten Gottheiten im mesopotamischen Pantheon. Ihre Unterstützung symbolisierte sowohl militärische Stärke als auch den Segen für das Land und die Menschen. Indem Sargon sich als von Ishtar begünstigt darstellte, konnte er seine militärischen Eroberungen und politischen Maßnahmen als göttlich legitimiert und wohlwollend dargestellt präsentieren. Sargon gründete das Akkadische Reich, indem er die Stadtstaaten Sumer und Akkad vereinigte und seine Macht durch zahlreiche militärische Eroberungen und strategische Allianzen ausbaute. Seine Hauptziele waren die Kontrolle über wichtige Handelsrouten und die Sicherstellung von Ressourcen für sein Reich. Die Eroberung von Mesopotamien. Sargon führte erfolgreiche Feldzüge gegen die rivalisierenden Stadtstaaten in Mesopotamien und dehnte sein Reich weit über die Grenzen Sumer und Akkad hinaus aus. Er eroberte Gebiete bis zum Mittelmeer und in den iranischen Hochländern. Diese Eroberungen brachten ihm nicht nur Reichtum und Macht, sondern festigten auch seine Position als Herrscher. Er etablierte eine zentrale Verwaltung und ein Netzwerk von Beamten, die seine Politik in den verschiedenen Teilen des Reiches umsetzten. Er setzte loyale Gouverneure ein und schuf ein System von Steuern und Abgaben, um die Wirtschaft zu stärken und die Kontrolle über die eroberten Gebiete zu sichern. Die Königsliste und die Nachfolger Sargons. Die sumerische und akkadische Königsliste verzeichnet die Herrscher und ihre Regierungszeiten. Sargon wird in diesen Listen als der Begründer der ersten Dynastie von Akkad genannt. Nach Sargon regierten seine Nachkommen über das Reich, obwohl sie nicht alle seine Größe und seinen Einfluss erreichten. Die Königsliste der ersten Dynastie von Akkad. Sargon von Akkad regierte ungefähr von 2334 bis 2769 v. Chr. Rimusch herrschte dann von ungefähr 2278 bis 2270 v. Chr. Manishtushu war ungefähr von 2269 bis 2255 v. Chr. König. Naram-Sin regierte von ungefähr 2254 bis 2218 v. Chr.
Und Sher-Kali-Sheri war ungefähr von 2717 bis 2793 vor Christus Herrscher. Diese Könige versuchten, das Erbe Sargons zu bewahren und das Reich weiter zu stabilisieren, sahen sich jedoch auch mit internen Konflikten und externen Bedrohungen konfrontiert. Sargon nutzte die göttliche Legitimation nicht nur zur Stärkung seiner eigenen Herrschaft, sondern auch zur Förderung eines einheitlichen Reichsbewusstseins. Durch die Betonung seiner göttlichen Abstammung und der Unterstützung durch Ishtar konnte er seine Gegner entmutigen und die Loyalität seiner Untertanen sichern. Ein Beispiel einer Inschrift Sargons. Sargon, der von Ishtar geliebte König, der von den Göttern erwählte Herrscher über das Land, hat durch die Gnade der großen Göttin Ishtar alle Feinde besiegt und Frieden und Wohlstand in das Reich gebracht. Sargon von Akkad war ein visionärer Herrscher, der durch militärische Geschicklichkeit, strategische Allianzen und göttliche Legitimation das erste bekannte Imperium der Weltgeschichte gründete. Die Unterstützung der Göttin Ishtar spielte eine zentrale Rolle in seiner Propaganda und festigte seine Autorität sowohl innerhalb seines Reiches als auch in den eroberten Gebieten. Durch die geschickte Nutzung religiöser Symbolik und göttlicher Legitimation konnte Sargon seine Macht festigen, sein Reich erweitern und eine dauerhafte politische Struktur schaffen, die als Vorbild für spätere Imperien diente. Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, ist eine zentrale Figur in der sumerischen und späteren akkadischen Literatur und Mythologie. Er wird als ein zu 2/3 göttliches und zu 1/3 menschliches Wesen beschrieben, was ihm außergewöhnliche Fähigkeiten und eine besondere Beziehung zu den Göttern verleiht. Sein Leben und seine Abenteuer sind im Gilgamesch-Epos festgehalten, einem der ältesten literarischen Werke der Menschheitsgeschichte. In der sumerischen Königsliste wird Gilgamesch als einer der bedeutenden frühen Könige von Uruk aufgeführt. Die Liste beschreibt ihn als Sohn von Lugalbanda und gibt ihm eine Regierungszeit von 126 Jahren. Es wird angenommen, dass die Angaben in der Königsliste jedoch symbolisch gemeint sind und die Bedeutung und die Legitimität der Herrscher widerspiegeln. Die Erwähnung von Gilgamesch in der sumerischen Königsliste unterstreicht seine historische und mythologische Bedeutung. Obwohl die angegebenen Regierungszeiten stark übertrieben und symbolisch sind, spiegelt seine Präsenz in der Liste seine wichtige Rolle in der sumerischen Kultur und Geschichte wider. Die Verbindung von Gilgamesch zu mythischen und göttlichen Elementen macht ihn zu einer einzigartigen Figur, die sowohl historische als auch religiöse Aspekte vereint. Gilgameschs Aufnahme in die Königsliste zeigt, dass er nicht nur eine literarische Figur war, sondern auch als ein bedeutender Herrscher anerkannt wurde. Diese doppelte Rolle als historischer König und mythologischer Held verleiht ihm eine besondere Stellung in der sumerischen Tradition. Lugalbanda, der Vater von Gilgamesch, war ein Priesterkönig von Uruk und ebenfalls eine legendäre Figur in der sumerischen Mythologie. Er wird oft als Halbgott und Held dargestellt, der zahlreiche Abenteuer erlebt und von den Göttern gesegnet ist. Diese göttliche Abstammung väterlicherseits trägt zur außergewöhnlichen Natur Gilgameschs bei. Ninsun, die Mutter von Gilgamesch, war eine Göttin der Weisheit und bekannt für ihre Schönheit und Klugheit. Sie spielte eine wichtige Rolle im Leben ihres Sohnes, indem sie ihm göttlichen Rat gab und ihn auf seinen Abenteuern unterstützte. Ihre göttliche Natur verleiht Gilgamesch seine außergewöhnlichen Kräfte und seine enge Verbindung zu den himmlischen Mächten. Gilgameschs zu 2/3 göttliche und zu 1/3 menschliche Herkunft macht ihn zu einer einzigartigen Figur. Diese göttliche Abstammung verleiht ihm immense physische Stärke, außergewöhnliche Fähigkeiten und eine besondere Verbindung zu den Göttern. Seine göttliche Natur ist sowohl ein Segen als auch eine Last, da sie hohe Erwartungen und Herausforderungen mit sich bringt. Das Gilgamesch-Epos ist das bedeutendste literarische Werk, das die Abenteuer und das Leben von Gilgamesch beschreibt. Es besteht aus 12 Tafeln und stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Das Epos erzählt von Gilgameschs Heldentaten, seiner Freundschaft mit Enkidu, seiner Suche nach Unsterblichkeit und seinen tiefen philosophischen Reflexionen über das Leben und den Tod.
Der berühmte König von Babylon. Hammurabi war ein bedeutender Herrscher des altbabylonischen Reiches und ist am bekanntesten für seinen Gesetzeskodex, den Kodex Hammurabi. Er regierte von etwa 1792 bis 1750 vor Christus und beanspruchte göttliche Unterstützung für seine Herrschaft, was seine Autorität und seine politischen Maßnahmen stärkte. Hammurabi beanspruchte göttliche Unterstützung von den höchsten Göttern des babylonischen Pantheons, insbesondere von Anu und Enlil. Diese Götter wurden in der babylonischen Religion als die obersten Gottheiten verehrt, und ihre Zustimmung galt als Garantie für rechtmäßige Herrschaft und Gerechtigkeit. Der Kodex Hammurabi beginnt mit einer Einleitung, die die göttliche Legitimation von Hammurabis Herrschaft betont. In dieser Einleitung wird erklärt, dass Hammurabi von den Göttern auserwählt wurde, um Gerechtigkeit im Land zu schaffen und Wohlstand sicherzustellen. Als Hammurabi, der erhabene Fürst, der die Gesetze des Landes festlegen sollte, von Bel dem Herrn, der das Leben der Menschen beherrscht, für die rechtschaffene Regierung des Landes bestimmt wurde. Diese Darstellung seiner göttlichen Legitimation war von entscheidender Bedeutung für Hammurabis Autorität als Herrscher und für die Akzeptanz seines Gesetzeskodex durch das Volk. Der Kodex Hammurabi ist eines der ältesten bekannten Gesetzeswerke der Geschichte und umfasst eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die das tägliche Leben und die Rechtsprechung im altbabylonischen Reich regelten. Der Kodex besteht aus 282 Gesetzen, die auf einem steinernen Denkmal eingraviert sind und eine breite Palette von Themen abdecken, einschließlich Handel, Familie, Eigentum, Verträge und Verbrechen. Die Gesetze im Kodex Hammurabi waren so konzipiert, dass sie Gerechtigkeit sicherstellen und sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand im Reich fördern sollten. Sie wurden als Instrument zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Stabilität angesehen und galten als Ausdruck von Hammurabis Bestreben, das Wohl seiner Untertanen zu fördern. Politische und militärische Erfolge. Hammurabi war nicht nur ein Gesetzgeber, sondern auch ein geschickter Militärstratege und Politiker. Während seiner Herrschaft erweiterte er das babylonische Reich durch militärische Eroberungen und diplomatische Allianzen erheblich. Er vereinte verschiedene Stadtstaaten unter seiner Führung und etablierte Babylon als eine der bedeutendsten Städte des antiken Nahen Ostens. Hammurabi wird auf der babylonischen Königsliste als 6. König der ersten Dynastie von Babylonien geführt. Die babylonische Königsliste ist ein historisches Dokument, das die Namen der Könige von Babylonien und ihre Regierungszeiten auflistet. Sumuabum regierte von 1812 bis 1793 vor Christus. Sumulael regierte von 1792 bis 1778 vor Christus. Sabium regierte von 1777 bis 1762 vor Christus. Apum regierte von 1760 bis 1750 vor Christus. Amiditana regierte von 1749 bis 1712 vor Christus. Hammurabi regierte von 1792 bis 1750 vor Christus. Hammurabi gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des antiken Mesopotamiens und hinterließ ein bedeutendes politisches, rechtliches und kulturelles Erbe. Sein Kodex Hammurabi beeinflusste später Gesetzeswerke und Rechtstraditionen in der Region und darüber hinaus. Sein Anspruch auf göttliche Legitimation und seine politischen Errungenschaften haben seine historische Bedeutung als eine der herausragenden Persönlichkeiten der antiken Welt gefestigt. Zusammenfassend kann man sagen, die Anunnaki und die Könige haben in der Literatur und Archäologie des antiken Mesopotamiens eine tiefgreifende Verbindung, die durch verschiedene Quellen veranschaulicht wird. Die Königslisten bieten einen Einblick in die Vorstellungen der alten Mesopotamier über das Königtum als göttlich legitimiertes Amt. Diese Listen beginnen mit mythischen Königen, die angeblich göttliche Abstammung hatten und über lange Zeiträume herrschten. Sie betonen,
dass das Königtum vom Himmel herabkam, was die göttliche Herkunft und Legitimation der Herrscher unterstreicht. Das Enuma Elish, ein bedeutendes babylonisches Schöpfungsepos, beschreibt die kosmische Ordnung, in der die Götter, insbesondere Marduk, eine zentrale Rolle spielen. Marduk kämpft gegen die älteren Götter und etabliert sich als der höchste Gott, der die Welt und die göttliche Hierarchie neu ordnet. Dieses Epos vermittelt die Vorstellung, dass die Götter über das Schicksal der Menschen und ihrer Herrscher bestimmen, indem sie ihnen ihre Macht und Legitimation verleihen. Das Gilgamesch-Epos erzählt die Abenteuer des Königs Gilgamesch, der als zu 2/3 göttlich und zu 1/3 menschlich beschrieben wird. Seine Mutter war die Göttin Ninsun, was seine göttliche Abstammung betont und seine enge Verbindung zu den Göttern verdeutlicht. Diese Darstellung unterstreicht die sakrale Natur des Königtums und die Rolle der göttlichen Abstammung bei der Legitimierung der Herrscher. Archäologische Funde wie Tempel und Inschriften liefern zusätzliche Beweise für die Verehrung der Anunnaki und ihre enge Verbindung zu den Königen. Tempel, die den Anunnaki gewidmet waren, dienten als zentrale Orte für religiöse und politische Rituale. Inschriften auf königlichen Stelen und anderen Artefakten betonen die göttliche Unterstützung und Legitimation der Herrscher durch die Anunnaki, was ihre Autorität und Macht in der Gesellschaft verstärkte. Insgesamt zeigen die literarischen Werke und archäologischen Funde aus dem antiken Mesopotamien, dass die Anunnaki eine bedeutende Rolle bei der Etablierung der Könige spielten. Ihre göttliche Legitimation und Unterstützung durchdrangen die gesamte Struktur der mesopotamischen Gesellschaft und verliehen den Herrschern nicht nur politische Autorität, sondern auch religiöse Bedeutung und spirituelle Macht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video über die legendären Könige des alten Mesopotamiens anzusehen. Wenn dich die Geschichten von Sargon, Gilgamesch, Hammurabi und dem Mythos von Enmerkar genauso fasziniert haben wie mich, vergiss bitte nicht, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und deine Gedanken in die Kommentare zu schreiben. Dein Feedback ist mir wichtig und ich freue mich darauf, mehr über dein Interesse an der Geschichte dieser bedeutenden Zivilisation zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.